Guten Morgen, ihr Lieben. Heute Testfahrt. Wir fahren heute ins Wendland zu meiner Freundin zu Marlies. Und zwar Testfahrt von Kleim-Handschuhe. Kleim-Sommerhandschuhe, belüftet, oben, unten, links, rechts, keine Ahnung. Und wie der Test ausfällt, erzähle ich euch gleich nach dem Intro. Da habe ich keine Lust drauf. Ja, wir wollten eigentlich Elbuferstraße fahren. Und zwar nördlich. Aber Bolzenburg ist gesperrt. Also mit einer riesen Umleitung. Bei 28 Grad habe ich keine Lust auf Umleitung. Also machen wir die normale Route, die wir sonst auch fahren. Also, wir sind ja heute früh um 10 gestartet. Und ich habe mir beim Fahren überlegt, heute das erste Mal die Handschuhe an, warum nicht ein Testvideo von den kleinen Handschuhen. So, ich fahre sie jetzt seit heute 100 Kilometer habe ich jetzt gefahren mit denen, also sind jetzt gerade in Lauenburg. Und ja, dadurch, dass ich ja die Protektoren, die Handprotektoren auch dran habe, ist natürlich von dem Luftwirbel von vorne nicht gar so viel zu spüren. Aber es ist voll cool, ich kann sie hochnehmen und habe vorne, hinten überall Luft. Also sie sind sehr angenehm zu tragen. Ich habe als einziges im Moment so ein bisschen von drinne, das ist der rechte Zeigefinger am Mittelknochen, von oben drauf, so ein bisschen so ein ganz zartes, leichtes Geratsche, so ein kleines Kratzen. Vielleicht ist da irgendwie ein Faden komisch oder so. Also das ist das Einzige. Ich habe sie mir in der M bestellt, weil ich dachte, okay, es ist vielleicht zu klein. Ich habe gut Luft da drin. Und was mir auffällt, ist, sonst hat man ja immer hier so von drinnen, hier so ein, also von hier so hat man ja sonst immer so ein Polster, so ein Daumenpolster. Und das fehlt mir irgendwie so ein bisschen. Also dadurch, dass ich ja auch den Gasverstärker hier habe und da aufliege, wäre es mit so einem Daumenpolster unten, so wie die anderen Handschuhe das ja haben, eigentlich ein bisschen angenehmer, glaube ich. Dann hätte ich da natürlich aber keine Luft, wahrscheinlich. So habe ich ja überall Luft und wenn ich jetzt so mache, kommt ordentlich Luft durch. Also man sieht es auch, es ist überall perforiert. Überall, also der Daumen ist rundherum perforiert, hier ist perforiert. Ein Polster habe ich oben drauf, hier so als Knöchelpolster. Und bei den Fingern noch so ganz bisschen. Sieht man das, ne? Sieht man die Fingerknöchel? Genau. Ansonsten, sie haben eine kurze Stulpe. Eine kurze Handgelenkstulpe. Ja, für den Sommer ganz angenehm eigentlich. Von daher sind sie ja, glaube ich, auch eher fürs Endurofahren gedacht. Und von daher klappt das eigentlich ganz gut. Also bis jetzt bin ich sehr zufrieden damit. Hat ja auch so ein Regenwischer hier, wie die anderen Handschuhe halt auch alle. Und ja, egal wie ich die Hand hochnehme, es ist immer luftig da drinnen. Also meine neuen Handschuhe sind ja echt cool, ne?
Schön luftig. Ich mache gerade ein Testvideo dafür. Ja. Und ja, die Frage ist ja eigentlich, ich fahre ja eine BMW, wisst ihr ja, habe ja auch BMW-Klamotten, habe Daytona-Stiefel, habe sonst immer Held-Handschuhe gehabt, die Held Satu, mega zufrieden mit den Dingen. Bis auf das eine Mal, wo der erste Paar am Daumen hier undicht wurde und ich mir ein neues Paar geholt habe. Okay, das ist aber nicht weiter dramatisch. Nun die Frage, wieso überhaupt Sommerlochhandschuhe? Ja, weil es einfach immer wärmer wird und ich ja das tolle Phänomen habe, entweder ist mir A kalt und ich klappe bis aufs Messer oder mir ist A heiß und ich schwitze mich tot und mir läuft die Suppe. Also es ist halt leider so, dass ich nicht so ein Mittelding habe, dass mir einfach nur warm ist, sondern entweder ist es mir richtig glühend heiß gleich und mir läuft die Suppe oder eben mir ist mega kalt. So, also kam die Überlegung, solche Handschuhe anzuschaffen. Aber wie bin ich überhaupt darauf gekommen? Auf die Firma Klein habe ich vorher noch so gar nicht wahrgenommen, nicht gesehen, vielleicht gesehen oder gehört, aber nicht so in dem Sinne jetzt wahrgenommen, dass ich sagen würde, oh, das ist die geilste Firma, die muss ich jetzt unbedingt haben. Die muss es jetzt unbedingt sein. So, es kann nur einen geben, wer daran schuld ist. Und mein lieber Valentin, jawohl, du bist schuld, wie immer. Du bist schuld, dass sich die Leute 1250er DS kaufen. Du bist schuld, dass die Leute auf Weltreise gehen wollen. Und du bist schuld, Valentin, dass ich mir meine erste Klamotte von Klein geholt habe. Hab ein bisschen Geld in die Hand genommen, geht ja noch, also ist ja noch zweistellig. Hab ein bisschen Geld in die Hand genommen und hab gesagt, okay, Valentin fährt die Klamotte Klein, dann kann es ja nicht schlecht sein. Wenn der damit auf Weltreise geht, kann es ja nicht schlecht sein. Also habe ich gestöbert, gemacht und getan. Aber allerdings natürlich nicht die super mega oberteuren Dinger gekauft, sondern habe geguckt, was würde für mich in Frage kommen. Was kann ich mir leisten? Was ist machbar? Also, lieber Valentin, du bist jetzt auf den Färöerinseln, auf der Rücktour von Island Richtung Norwegen. Du sitzt gerade auf deiner tollen Insel, schneidest irgendwie Teil 2 zusammen von deiner Islandreise. Den ersten Teil haben wir gestern gerade gesehen. Mega cool wieder, habt ihr auch einen Kommentar hinterlassen, weißt du ja, hast ja schon gekennzeichnet. Ja, und heute bin ich auf der Tour zu meiner Freundin mit den Handschuhen von Klein. Okay, also Valentin, du bist schuld, dass ich die erste Klein-Klamotte habe und es wahrscheinlich nicht die letzte bleiben wird, weil es ist mega heiß, wir haben 29 Grad. 29 Grad und ich teste die kleinen Handschuhe. Also mehr Werbung geht nicht, ne, Valentin? Okay, auf jeden Fall wird es nicht die letzte Klein-Klamotte bleiben. Ich habe auch schon mal geluschert. Oh, dann muss ich noch ein paar Tage für arbeiten gehen. Das weißt du aber selber. Und ich bin auf dem Weg dahin. Noch klebe ich ja an BMW. Noch klebe ich ja an BMW Enduro, also im Moment Tuschel, aber mit dem Augenzwinkern auf Endurogard. Aber ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass es auch irgendwann, wenn es mal dazu kommt und ich neue Klamotten brauche, eine Kleinklamotte wird. Weil da irgendwie alles, glaube ich, stimmt, so wie ich dich verstanden habe, lieber Valentin. Also,
Weil Valentin hat uns das ja gezeigt gehabt mit seiner Jacke, wie er obercool ist. Und ich sehe auch, dass da schon so eine Trinkblase drin ist. Direkt in der Jacke. Und das ist natürlich nochmal eine Erleichterung. Statt einem Rucksack, wie jetzt derzeit gerade. Dazu kommt nochmal ein extra Video, Trinkblase im Rucksack. Für Tagestouren, Urlaub, wie auch immer. Das wird nochmal ein anderes Video, weil das auch eine spannende Geschichte ist. Wie trinke ich denn eigentlich mit meinem Trinkschlauch während der Fahrt? Weil genau das ist ja der Sinn der Sache, dass ich nicht immer zu anhalten muss, absteigen muss, was trinken muss, sondern dass ich das während der Fahrt hinkriege. Aber lasst euch überraschen, das wird nochmal ein extra Highlight werden, weil das ist ein bisschen, ja, nett. Ich bin dann noch ein bisschen am Ausprobieren und guck mal, wie ich das dann hingezaubert kriege von den ersten Versuchen damit, bis es dann so ist, dass es mir gefällt. Also so auch bei den Geschwindigkeiten jetzt. Dadurch, dass ich ja wie gesagt Protektoren dran habe, geht das eigentlich. Weil ich glaube, sonst, wenn ich die ganze Zeit so fahren würde, mit der Hand und da der ganze Wind rein, Soja eigentlich, der ganze Wind reinballern, also Soja, der ganze Wind reinballern würde, ich glaube, das wäre mir auf Dauer dann tatsächlich doch zu kalt. Das wäre mir tatsächlich dann zu kalt. Und so, glaube ich, ist das eine ganz gute Kombination. Mit den Handprotektoren, dann die Handschuhe. Und ich schwitze zumindest nicht da drin. Die sind sehr luftig. Meine Hände sind nicht nass oder irgendwas. Also, ich glaube, es ist ein guter Kompromiss für mich. Jeder ist ja auch anders. Das Ding ist ja, dieser hat ja gelbe Polster drin. Ne? Gelbe Polster, weiß nicht, sieht man das? Gelbe Schaumstoffpolster da so drin. Und später habe ich dann gesehen, ich weiß nicht, wo ich die bestellt hatte. Hatte ich die bei FC Moto bestellt? Jedenfalls kamen die ruckzuck, innerhalb von 3 Tagen waren die da. Montag bestellt oder Sonntag bestellt und Dienstag oder Mittwoch da. Also es ging ratzifatzi. Ich habe mich echt gewundert, so schnell. Und heute, wie gesagt, der erste Tag damit, weil es so lange ja auch den Regen und schottriges Wetter und ja einfach nicht dazu gemacht war, sie anzuziehen. Und ich glaube, für mich ist das eine gute Geschichte. Und in Rot wollte ich, Rot wollte ich die ja eigentlich, fand ich die auch gut, weil ich die nachher irgendwo anders auch mit rote Polster gesehen habe oder auch so mit Rot an den Seiten. Würde ja zu mir viel besser passen, zu meinem Bike, zu dem Motorrad. Weil ich finde das cool, wenn man das so ein bisschen aufeinander abstimmt. Auch da gehen die Meinungen ja viel auseinander, aber das ist meins und ich mag das so. Punkt. Ja, jetzt habe ich es halt mit dem gelben Polster, man sieht es ja nicht arg doll, das Polster. Von da, ja super. Ohne Blinken, ohne alles, ist unglaublich. Müsste sofort verboten werden. Der kann doch nicht einfach rausfahren. Das gibt's doch wohl nicht. Aber das kann ja wohl nicht sein. Unglaublich. Kannst du auch mal blinken? Unglaublich. Und ja, in Rot, also mit roten Absätzen fand ich sie natürlich mega cool. Ganz toll, aber nun hatte ich sie halt so rum. Okay, ist halt so. Wer weiß, was noch so passiert und noch so kommt. Und ja, was soll ich sagen? Ich mache jetzt meine Hand ein bisschen hoch und habe Luft. Habe Luft, habe Luft, habe Luft, habe Luft. Thomas denkt sich da vorne auch, die hat ja einen Schal. Was macht die da immer zu? Auf jeden Fall stelle ich fest, dass ich mich heute irgendwie zu warm angezogen habe. Ich habe zu dicke Socken an, auf jeden Fall.
Es ist nachher bestimmt lecker. Aber so ist das. Man kann nicht alles haben. Auf jeden Fall habe ich mich zu warm angezogen. So rum. Punkt. Ende. Also zu dicke Socken. Dann mein Coolmax. Alles klar. Aber von lang. Aber auch noch ein T-Shirt drüber. Und das ist, glaube ich, muss ich nachher mal ausziehen. Und ja, irgendwie war das auch nicht mit 28 oder 29 Grad angesagt heute. Also das Wetter ist ja, heute Abend soll es schütten, es soll heute Abend gewittern, es soll heute Abend alles irgendwie gehen. Hoffen wir mal, dass wir relativ gut und trocken nach Hause kommen. Deswegen fahren wir auch nicht zum Fritz zum Essen heute Mittag, sondern direkt zu Marlies. Essen da eine Kleinigkeit und dass wir dann nachher rechtzeitig wieder zurückkommen. In der Hoffnung, wir wären nicht allzu nass heute auf der Rücktour. Ja, und im Moment habe ich ja jetzt immer den Rucksack auf, weil ich da ja die Trinkblase drin habe. Oh, das juckt mich ja, aber ich will nicht 2 Sachen in einem Video schmeißen. Das wird dann auch zu lang. Ich möchte auch mal ein kurzes Video machen, weil meine anderen Videos sind auch schon immer so lang, mit 20 Minuten. Und das merke ich dann auch, wenn ich sie mir selber angucke. Eigentlich ist mir das alles zu lang. Aber ich schnatter ja auch eigentlich immer so viel, dass ich da selten was rausschneiden möchte, weil es einfach so schade ist. Weil ich einfach so ein Schnatterbolzen bin. Also ein Schnatterbolzen. Kein Schnatterbolzen. Ein Schnatterbolzen bin. Also ich schnatter einfach sehr gerne und sehr viel und Tüdelüt. Und dieses ganze Geteste und Test hier, Test da, Test dort, das macht mir auch einfach Laune, um einfach zu sagen, was geht nicht, was ist toll, was ist doof. Es wird mit Sicherheit schon immer mal wieder Tests geben von dem und von dem und von dem. Das ist ja auch völlig in Ordnung. So soll es ja auch sein, weil darüber kauft die Kundschaft ja auch Klamotten, Mopeds, alles. Also wir gucken da sehr viel nach Tests, wenn wir uns was Neues anschaffen. Aber das sind ja so, ja, das sind ja Berufstester. Und in der Regel eigentlich machen das ja immer Männer. Also ich habe noch kein Testvideo von einer Frau gesehen, so richtig wirklich. Und das ist das, was ich vielleicht so ein bisschen machen möchte. Einfach ich von zu Hause, kein Rennfahrer, kein Rennsportler, kein gar nichts, sondern einfach nur Freizeittourenfahrer. Möchte den Leuten einfach erzählen, wie ist das eigentlich, was wir da anhaben, was wir da tragen, was wir fahren, was wir machen, wo wir Spaß haben, wie ist das? Und das ist eigentlich das, was ich machen möchte. Und wer sich das anguckt und auch noch liked, da freue ich mich. Wer sich das nicht anguckt oder disliked, das ist dann halt so. Wir sind so viele Menschen und so viele verschiedene Menschen, da kann man nicht jeden Geschmack oder jeden positiven Geschmack eines jeden treffen. Das geht einfach faktisch gar nicht. Es ist faktisch unmöglich. Zum Beispiel habe ich ja jetzt auch meine dritte Kamera, also ich habe eine Kamera am Helm, eine Kamera hier vorne und eine Kamera habe ich hier unten, so ein bisschen Richtung Fußraste, kurz vor der Fußraste hinten, vor der Luxusfußraste. Alles ja mit Strom verlegt. Mache ich dazu ein Video? Ah ne, das erzähle ich jetzt lieber so nebenbei schnell. Und habe halt festgestellt, also andersrum, bin auf die Idee gekommen, weil wir haben ja nicht nur Walle und Tour, sondern Around the World, sondern auch On Her Bike. On Her Bike, junges Mädel aus ursprünglich Polen, ausgewandert nach Australien, Weltreise. Ganz, ganz cool, auch alleine unterwegs, hammer coole Videos macht sie, genial, ist ein bisschen mein kleines Vorbild, mein großes Vorbild. Und die hat dann auch noch von hinten so Videos, wo die denn so drauf sind. Ja. Also, muss Annette das ja auch machen. Habe ich auch mega cool angebaut gekriegt hinten. Also voll easy. Aber da sieht man mein Bein so viel und das ist so doof. Da muss ich mir noch was anderes überlegen, weil ich glaube, sie hat die einfach oben auf dem Koffer. Und das muss ich mal ausprobieren. Weil dann habe ich auch eine andere Perspektive, einen anderen Blick und gehe weiter raus mit der Kamera. Im Moment bin ich einfach zu dicht am Moped mit der Kamera, obwohl ich da schon ein Zwischenstück drin habe. Aber
Das gefällt mir nicht. Also so möchte ich das ungern ins Netz stellen. Ich kann euch das ja mal zeigen jetzt. Hier so. Von daher habe ich die Bilder auch noch nicht weiter drin, weil ich teste mich ja dann auch erstmal ran und gucke. Und jetzt wird das Video bestimmt auch schon wieder 20 Minuten lang, wa? Oh, das ist so nervig. Weil ich das eigentlich gar nicht will, dass es so lang wird. Aber irgendwie, habe ich über so viel zu erzählen. So, mit einer wunderbaren Fahrt durch die Görde verabschieden wir uns. Und sagen auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.